Hi Leute, willkommen zu Dragon mir baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein, und zwar hatte ich ja letzt vom Sascha so eine Messerscheide gekriegt. Ich weiß gar nicht, ob ich die hier rumliegen, ne? Habe ich oben. Und da wollte ich ja mal selber was bauen. Jetzt habe ich für die Einfachheit halber, habe ich ein paar von meinen Messern genommen, weil die schon fertig waren. Einfach nur, um mal zu testen, wie ich das so halbwegs, da das nach was aussieht, hinkriege. Wie gesagt, das Ganze werde ich aus Schaumstoff machen, ein klein bisschen Leder, 2 Nieten pro Teil. Ich habe jetzt mit 2 Messer rausgesucht. Ja, und dann gucken wir mal, ob wir da was draus zusammengeschustert kriegen, was auch hübsch aussieht. Mal gucken. Ich hoffe mal, das ganze Thema gefällt euch. Denkt dran, Leute, ne? Abonnieren nicht vergessen, Glocke nicht, dass ihr keins meiner Projekte verpasst. Ne? Und dann fangen wir jetzt mal an. Ich hoffe mal, das gefällt euch. Bleibt dran. Wir sehen uns. So, jetzt erstmal so grobes Material. Hier habe ich eine schwarze 10er Matte, eine 6er. Was fliegen gibt, da muss ich noch gucken, ob ich das brauche. Ich denke mal schon, weil ich dann noch ein bisschen was verstärken will. Dann habe ich hier so ein Stück von dem Lederrest, was ich mal zum Wickeln benutzt habe. Quasi für dann nachher die Schlaufe, dass man dann einen Gürtel machen kann. Dann habe ich 2 Messer von meinen ausgesucht, die ich hier liegen hatte hinter mir. Einmal ein gerades, weil das halt einfacher zu machen ist, und dann man hier geschwungen ist. Mal gucken. Also das bei dem geraden, das ist relativ simpel. Da habe ich auch schon mal einen Test gemacht. Das funktioniert ganz gut. Dann habe ich noch ein paar Soppel-Hohlnieten, also mit beiden Seiten im Kopf. Ein bisschen Hammer. Noch eine Metallplatte, ein bisschen Schmirgelpapier. Dann habe ich noch eine alte Flexipendose, eine leere. Da brauche ich dann auch noch ein bisschen was von. Das zeige ich euch dann später, was ich davor habe. Mal gucken. Dadurch, dass die Lederscheide ja komplett, also diese optische Lederscheide oder Metall, nur aus Schaumstoff dann quasi ist, muss ich ja für das Leder fester machen. Das soll ja vernünftig halten. Habe ich mir überlegt, dass ich hier so ein Stück von der Wand dann da reinmache. Da muss ich mal gucken. Ne? Ja, wie gesagt. Also das hier jetzt, das gerade Messer, ist das einfachste. Da hatte ich auch schon ein bisschen was vorbereitet. Und jetzt gucken, erstmal den Schaumstoff mal wieder irgendwo hinlegen, dass er mir nicht in den Füßen liegt. So, das tun wir mal hier auf Seite. Und zwar bin ich hingegangen, habe dann auf die 10er Matte das Messer draufgelegt. Habe dann ein bisschen breiter gelassen, hat vorne ein bisschen zugeschnitten, dass das was spitzer ist, und links und rechts dann ein bisschen Platz. Ne? Ich hoffe, das kann man sehen. So, ne? Wie gesagt, ich mache da jetzt auch kein Futter erstmal rein. Das ist zwar nicht so toll hier von der Dings, aber es geht. Kann sein, dass man ab und zu mal ein bisschen Topcoat wieder drauf. Aber man kann dann wahrscheinlich auch, würde ich mal sagen, dass man hier dann noch irgendwie Filz oder was rein. Auf jeden Fall irgendwas, was dann nicht in den Stoff reinzieht, sonst wird das nämlich dann knüppelzart dann innen. Dann habe ich mir noch 2 Stücken 6er Matte. Da habe ich dann quasi hingelegt. Dann so ein bisschen so grob gemessen. Also von der Länge her ein bisschen länger gelassen wie vorne. Und dann, dass das hier so passt. Mal gucken. Wie gesagt, ich habe da schon mal so einen Prototypen jetzt gebaut. Das hat eigentlich gut funktioniert, aber das wollt ihr ja wahrscheinlich auch sehen. Jetzt bei dem hier, da wird es ein bisschen kniffliger, weil das ja hier so gebogen ist. Das habe ich so noch nicht gemacht. Da habe ich aber auch schon eine Idee. Dafür brauche ich dann noch so ein Stück Pappe, wo ich dann quasi hier das aufzeichne. Mal gucken, ob ich das auch hinkriege. Da bin ich mir noch nicht so schlüssig, aber wir versuchen das jetzt einfach mal. Jetzt machen wir der Einfachheit halber, machen wir erstmal für das gerade Messer. Wie gesagt, das 10er Stück. Jetzt muss ich mal gucken. Das Ding mache ich auch wieder komplett mit Heißkleber. Da fange ich jetzt einfach hier an der Außenseite. Werde schon mal so ein bisschen dran kleben. So ein Stück. Ich glaube, da hätte ich noch ein bisschen schleifen müssen. Das war ein bisschen an der Stelle hier so ein bisschen eierig. Naja gut, wie gesagt, das ist jetzt so die ersten Prototypen mal zum Gucken, ob man aus Schaumstoff sowas auch hinkriegt. Mal schauen. Wie gesagt, ich habe jetzt schon mal so einen Prototypen gemacht. Ich zeige euch den mal kurz.
Also so sieht das Ding dann aus, ne? Wenn das dann so weitgehend fertig ist. Mal schauen, ob das schon hält. Zeige ich euch mal, das klappt eigentlich gut. Ne? So rein, so sieht das dann aus. Aber wie gesagt, ich will euch ja zeigen, wie ich das zusammengeschustert habe. Also weiter bin ich auch noch nicht, ne? Also viel mehr habe ich noch nicht gemacht. Das ist jetzt nur, damit ihr mal seht, wie das dann ungefähr nachher aussieht. Wie gesagt, ist ja relativ simpel. Also bisher. Also das Grundding zu bauen, das ist ein bisschen anders wie hier vom Rig. Aber so von der Optik nachher sieht das ähnlich aus, denke ich mal. Mal gucken. Nur mit dem Geschwungenen bin ich echt mal gespannt. Das wird für mich auch eine Premiere. So, jetzt kommen wir wieder auf Seite und dann gucken wir uns das Ganze hier erstmal an. So, das brauchen wir glaube ich nicht. Gucken wir mal hier, wie das so funktioniert. Eine Seite müssen wir gerade haben und die andere ist eigentlich etwas egal, wie das danach aussieht. So, das hier, die Linie, das wird das Wichtigste. So. Mal schauen. Wie gesagt, ob das nachher klappt. Naja. Wir werden es erleben, Leute. Bleibt auf jeden Fall dran. Wird spannend. Aber ich denke mal, das funktioniert. Seht ihr, jetzt haben wir das auf der richtigen Länge. Ein bisschen wieder rumgetrickst. Gut, dass ich ein bisschen das Ganze länger gelassen habe. Das war vielleicht ja nicht mehr so schlecht. Ob es jetzt gleich noch für das Messer lang genug ist, dann müssen wir gucken. Aber das geht jetzt erstmal darum, dass das mit der Form funktioniert. Mit den Geschwungenen. Aber wie ihr seht, ne, haben wir das schon hier, den Schwung. Haben wir schon drin. Ja, bin mal gespannt. Ich glaube, das könnte funktionieren. So, mit ein bisschen Rumgetrickse. Ne? Aber wie gesagt, bei so Prototypen passiert das schon mal. Das vor allen Dingen bin ich ja schon fasziniert, da ich beim ersten Mal so weitgehend hinkriege. Manchmal muss ich schon ein paar Mal mehr probieren. So, dann machen wir die andere Seite. Bei dem hier können wir schon wieder weitermachen. So, naja, der Rest können wir beischleifen. So, dann machen wir hier jetzt noch so eine leichte 45 Grad Kante rein. Da schneidet er einfach, guckt, dass er da bis zum Rand wegschneidet. Ja, vorsichtig. Das ist wieder nicht im Spiegel verkehrt halten beim Messer. Das ist immer bei mir so eine Kunst für sich. Wie gesagt, das hätte man auch früher schon, aber dadurch, dass er ja was wegschneiden müsste, ist das natürlich nicht so toll, wenn er das schon vorher macht. Ja. So, dann haben wir jetzt hier so zwei Kanten. Fangen wir erstmal hier oben an. Wird das dann hier so auf Kante quasi kleben. Wie gesagt, dann wieder aufpassen, ne? Beim Heißkleber, dann nicht dann zu dick drauf, dass das zu sehr rausquillt. Und dann erstmal hier so den Anfang nur machen, so 2-3 cm. Können natürlich auch ein bisschen mehr, nur wie gesagt, passt immer auf, dass euch die Finger nicht verkokelt. Ja, so ein bisschen verdreht ist es. Ja, das ist immer so. Muss man immer so ein bisschen aufpassen bei. Also die Teile, die ihr vorbereitet, da müsst ihr mal gucken, dass ihr da euch wirklich Mühe gibt. Für das Video habe ich mal wieder Murks gebaut. Wie ihr seht, das ist hier so ein bisschen verdreht. Das soll eigentlich nicht so sein. Aber geht. Kann man noch durchgehen lassen. Ja, seht ihr hier so, das ist jetzt hier so leicht was verdreht. Da muss man dann immer ein bisschen aufpassen, wenn man das dann klebt. Das ist, wenn man nicht genau genug arbeitet. So. Gucken, passt aber rein. Sieht schon mal gut aus. Das tun wir mal auf Seite. Und dann machen wir hier bei dem weiter.
Also im Großen und Ganzen funktioniert es. Ist jetzt nicht so hübsch geworden, aber kann man mit arbeiten. Ich glaube, da muss man noch ein bisschen mehr kleben und drauf drücken. Am besten ohne, dass ich mir meine Finger verbrate. Ja, mal schauen, wenn wir das hier so ein bisschen abgekantet und abgeeckt haben. Mal schauen. Schon mal schauen, ob das reinpasst. Ja, seht ihr, passt super rein. Also ich muss ehrlich sagen, die Idee gefällt mir eigentlich ganz gut. Wie gesagt, damit es nicht so schnell der Klarlack oder was drunter rubbelt, könnte man noch so ein bisschen Filz oder so was rein tun. Aber so vom Großen und Ganzen her ist schon gar nicht mal so übel. Gefällt mir eigentlich echt gut. So, das Ganze ist jetzt so halbwegs abgekühlt. Wir legen trotzdem aber auf Seite. Dann gehen wir mal hin. Hier oben haben wir noch ein bisschen Kleber drüber. Schneiden wir mal weg. So. Hier haben wir noch ein bisschen drüber stehen. Das schleifen wir gleich. Aber hier noch so eine kleine Phase reinmachen. Das Messer lasse ich drin, damit man dann besser schleifen kann. So. Selber probieren wir jetzt hier auch. Wie gesagt, mal gucken. Bei dem hier, das ist ja nicht ganz so schön an der Spitze geworden. Aber ich denke mal, wenn man da noch ein paar schöne Abgüsse drauf macht, können wir das dann später noch so ein klein wenig kaschieren. Aber ich glaube, jetzt durch das Zuschneiden könnte das schon fast halbwegs brauchbar noch sein. So, das sieht doch schon mal ja nicht so schlecht aus. Hm? Also ich meine, das ist doch schon mal ganz okay. So, dann hatte ich mir überlegt, um das Ganze etwas zu stabilisieren, dass ich das Ganze hier quasi noch so in Fliegengitter quasi ummantele, dass das alles ein bisschen steifer wird. Mal schauen, ob das funktioniert. Wie gesagt, das ist jetzt nur so eine Idee. Kann natürlich auch sein, dass das danach total in die Hose geht, aber wir probieren das jetzt einfach mal aus. So, weil der Schaumstoff, der ist ja nicht so stabil. Mal schauen, wie das klappt. Das Ganze haben wir jetzt komplett hier mal mit Fliegengitter und Heißkleber eingeklebt. Das ist jetzt auch deutlich stabiler, also formstabiler. Ja. Wie gesagt, mit der Länge, da müsste ich noch ein bisschen dran arbeiten, aber so im Großen und Ganzen, ich hätte vielleicht auch noch ein bisschen schmaler machen können, aber naja gut. Also bei dem hier passt es gut, wie ihr seht. Ne? Bei dem Messer hätte ich vielleicht hier noch so ein bisschen, noch einen Zentimeter oder was wegschneiden, dann wäre ein bisschen noch eleganter gewesen. Aber wie gesagt, das ist ja nur zu testen, ob es funktioniert. So, die tun wir mal kurz auf Seite. So, dann haben wir hier die Flexi-Paint-Dose. Können wir ja mal was von recyceln. Ne? Für den einen oder anderen vielleicht auch interessant, was man mit den Sachen noch so machen kann, wenn man denn möchte. Ich mir auch immer überlegt habe, hier quasi mit diesem geriffelten, hier das, ne, ob man da nicht auch irgendwas mitmachen kann. Vielleicht für Abgüsse hier, wenn man hier so rein. Sieht vielleicht auch nicht schlecht aus. Habe ich bis jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich denke mal, da kann man bestimmt auch was Hübsches. Vielleicht probiere ich dann ins Haus. Mal gucken. So. Ich war auch schon am Überlegen,
ob man aus den Teilen hier nicht quasi auch so eine, für die kleinen Messer, so eine Messerscheide, das Ganze dann irgendwie warm machen mit dem Heißluftföhn und dann irgendwie über so ein Holzding dann zurecht biegen. Na, muss ich auch mal ausprobieren, habe ich auch so eine Idee. Mal gucken. So, machen wir uns hier erstmal so ein paar Stücken raus. Da ein bisschen mehr drücken müssen. Das war jetzt noch nicht so ganz das Optimale. Aber ich muss das sowieso noch ein bisschen beischneiden. So. Wie gesagt, auf so Sachen kann man auch, ich hatte auch schon mal überlegt, ob man nicht aus dem Zeug hier irgendwie so Schuppen oder sowas machen kann oder sowas, wenn man die warm macht und dann irgendwie presst oder sowas. Aber da kann man bestimmt alles Mögliche noch draus machen. Da habe ich mich noch nicht so sehr mit beschäftigt. So, dann was machen wir mit der Schere. Hätte ich das Ding gar nicht ausstecken sollen. Das ging mal wieder viel schneller, wie ich gedacht hatte. Dann legen wir einfach die zwei Lederstücke übereinander. Und machen die Löcher für die Niete. So, das ist für das Teil. Und das für das. So. So, können wir erstmal wieder auf Seite tun. So, dann brauchen wir jetzt die Niete. Jetzt sind wir noch genug drin. 4. So, 4 Köpfe. So. Dann habe ich meine kleine Metallplatte, die benutze ich immer für so Sachen. Und dann noch ein bisschen abgesägten Hammer, damit der nicht so lang, benutze ich meistens auch für IT-Sachen zu bauen. Ich glaube, das hat jetzt hier nicht ganz so funktioniert. Das ist irgendwie, würde ich mal sagen, so ein bisschen in der Hose hier. Das hängt jetzt wie so ein... Ja, das ist jetzt nicht ganz so das Optimale. Obwohl, wenn es am Gürtel hängt, ist es okay. Das geht. Ja. Ja, auch nicht so ganz. Das ist ein bisschen kopflastig, das Ganze. Aber so, wenn es dann dran hängt, ist okay, denke ich mal. Ne? So. Ja. Geht. Außerdem, wenn jetzt noch der Rest hier drauf kommt, kriegt das Ding ja noch ein bisschen mehr Gewicht. Und dann müsste das eigentlich, aber das machen wir dann im nächsten Teil. Ich hoffe mal, ich vermassel das Ganze nicht. Ne? So. Ich wollte schon überlegen, vielleicht auf beide Seiten noch so, ne, dass die Schlaufe quasi auf beiden Seiten ist. Aber normalerweise hast du das sonst auch noch auf einer Seite. Aber wie gesagt, kann natürlich sein, weil ich die Platte hier recht klein gehalten habe, aber am Gürtel müsste das eigentlich dann gut halten, denke ich mal. Wie gesagt, das ist ja nur der erste. Vielleicht hätte ich auch ein bisschen länger machen sollen. Also mit dem Nietabstand ein bisschen. Böse nicht. Mal gucken. Ne? Mal schauen, wie es nachher ist, wenn es komplett fertig ist. Aber bisher, finde ich, sieht das doch schon ganz gut aus. Ne? Stabil. Ne? Ihr seht, also hier vorne, ne, da tut sich nicht viel. Also wenn noch die Farbe drauf kommt, wird das wahrscheinlich noch ein bisschen steifer. Also dafür, dass das ein Schaumstoff ein bisschen Heißkleber und Fliegengitter ist, macht das schon, also ich sage jetzt mal, einen verhältnismäßig stabilen Eindruck. Das funktioniert auch gut.
Na ja, gut. Dann haben wir jetzt erstmal die 2 Messerscheiden fertig. Wie gesagt, ich muss jetzt mal gucken, wenn das Ganze dann soweit gepinselt ist und die Abgüsse, kriegt das Ding ja nach unten noch ein bisschen mehr Gewicht. Wie gesagt, am Gürtel wird das wahrscheinlich dann vernünftig hängen. Jetzt momentan sieht das noch ein bisschen aus, als wenn das irgendwie in alle Richtungen wabbelt. Vielleicht hätte ich auch noch hier oben ein bisschen mehr dran machen sollen und nicht so ein bisschen zu weit unten. Oder vielleicht hätte ich doch einfach gerade dran, dass das einfach runterhängt. Vielleicht hätte ich das mit dem Schräg nicht machen sollen. Aber wie gesagt, ist ja ein erster Prototyp. Ich habe ja quasi... eine habe ich ja noch. Na, vielleicht probiere ich dann noch schnell mal eine. Dann mache ich natürlich jetzt nicht im Video und mache noch schnell einen Heißkleber drum und dann mal gucken und mache dann das Lederding gerade dran. Vielleicht ist es dann besser. Naja, mal schauen. Können wir ja mal machen. So, dann hoffe ich mal, das Ganze, das inspiriert euch vielleicht bei euren Sachen vielleicht ein bisschen was. Guck mal, was dann beim zweiten Teil, wenn ich das Ganze hübsch mache, kommen dann noch ein paar Abgüsse drauf und dann schauen wir mal, wie das Ganze nachher so aussieht. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich euch mal wieder ein bisschen inspirieren kann. Denkt dran, abonnieren nicht vergessen, ne? Und die Glocke, da ihr keins meiner Projekte verpasst. Ja, und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Haben wir auch bald Weihnachten. Nächste Woche mal gucken, ob ich da auch ein Video, aber wahrscheinlich wird es dann das mit dem Pinseln sein. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Dann sehen wir uns beim einen meiner nächsten Videos. Wir sehen uns.